Ein weiterer Rentenhammer hat mich kürzlich erreicht. Ist das Brot vom Bäcker für Rentner inzwischen Luxus? Bringt uns die Inflation in die komplette Armut? Der Preishammer beim Strom wird auch kommen. Meine persönliche Meinung hört ihr am Ende des Videos. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, ebenfalls gratis, speziell für Rentner. Trotz deutlicher Rentenerhöhung zum 1.7. trifft die Inflation die Rentner besonders hart. Ein gutes Brot vom Bäcker können sich viele nicht mehr leisten. Neben der Sorge um eine kalte und dunkle Wohnung im kommenden Winter müssen viele Rentner auch beim Essen sparen und jeden Cent zweimal umdrehen. Nur so können sie einigermaßen über die Runden kommen. Die Erhöhung der Abschlagszahlungen für Heizung und Warmwasser sind eine weitere Preislast und ein heftiger Schlag. Die Inflationsrate bei Lebensmitteln liegt aktuell bei 11,9%. Ein gutes Brot ist für viele Rentner fast schon Luxus inzwischen. Das ist die traurige Wahrheit. Da ist die Rentenanpassung wirklich ein Witz. Und die EU-Beamten, die gönnen sich jetzt erstmal 8,5% mehr Gehalt. Ist eine Frechheit. Und dann schlägt dieser gierige Staat auch noch mit der Steuer zu. Das beginnt schon bei Monatsrenten brutto um die 1.200 Euro je nach Renteneintritt. Um inflationsbedingte Bürgerunruhen erstmal abzuwehren, versprach Scholz am Freitag, dem 22.07.2022, auf einer Pressekonferenz weitere Verbesserungen wie eine Heizkostenpauschale im Zuge der geplanten Wohngeldreform. Dafür brach er sogar seinen Urlaub ab. Will er sich damit als Kümmerer-Kanzler darstellen? Scholz erklärte, dass der Bund 30% der Firmenanteile des angeschlagenen Unternehmens Uniper übernehmen wird. Damit rettet er das stark angeschlagene Unternehmen, das als Kerngeschäft Strom erzeugt und mit Energie handelt, insbesondere mit Gas. Das Unternehmen soll vor dem Bankrott bewahrt werden, aber für die Verbraucher wird es diesmal auch teuer. Uniper versorgt in Deutschland mehr als 100 Stadtwerke und andere Unternehmen. Durch die eingeschränkte Gaslieferung aus Russland wurden hohe Verluste eingefahren. In diesem Fall soll ein Teil der finanziellen Aufwendungen auch auf die Verbraucher umgelegt werden. Dadurch, man höre gut zu, dadurch sollen Verbraucher zum Energiesparen motiviert werden, so sagt es die Bundesregierung. Bei den anderen Unternehmen, die der Bund vor dem Bankrott bewahrt hat, wie zum Beispiel die Commerzbank oder Lufthansa, hat man als Bürger nicht groß was mitbekommen. Ja? Es wurde eben alles aus Steuergeldern bezahlt und fertig. Dieses Mal aber werden die Verbraucher noch zusätzlich beteiligt. Scholz kündigte an, dass eine vierköpfige Familie eine Mehrbelastung von 200 bis 300 Euro pro Jahr hat. Er kündigte aber gleichzeitig eine größere Wohngeldreform an. Der Kreis der berechtigten Haushalte für Wohngeld soll weiter ausgeweitet werden, sodass bestimmte Arbeitnehmergruppen, aber auch Rentner mit eingeschlossen werden können. Dazu soll auch eine Heizkostenpauschale kommen. Und dieses Mal sollen auch Studenten bei der Bezahlung gestiegener Heizkosten unterstützt werden. Das hat Scholz so auf der Pressekonferenz geäußert. Wie denke ich darüber? Also aus meiner Sicht unterbrach er seinen Sommerurlaub einzig dafür, das angeschlagene Unternehmen Uniper vor dem Bankrott zu retten. Zwar sollen ein höheres Wohngeld und das Bürgergeld kommen, aber Details stehen ja noch gar nicht fest. Die müssen erstmal diskutiert werden. Erst Mitte September will Scholz überhaupt darüber beraten. Er hat diese Entlastungen angesprochen.
ich sage jetzt mal so mit meinen Worten, um sich als Kümmererkanzler darzustellen. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn er offiziell von einer Mehrbelastung von 200 bis 300 Euro bei einer vierköpfigen Familie im Jahr spricht, bin ich mir sehr sicher, dass garantiert mindestens das Doppelte der Fall sein wird. Versprochen wurde ja in der Vergangenheit schon vieles. Das sind wir ja gewöhnt, wie zum Beispiel im Ahrtal. Im Stich gelassen wurden sie alle. Ja, und mir kommt da das Sprichwort in den Sinn: öffentlich Wasser predigen und heimlich Wein trinken. Es wird höchste Zeit, die Renten speziell für Frauen stärker in den Blick zu nehmen und dafür zu sorgen, dass alle nach der Erwerbstätigkeit wirklich in Würde leben können. Wie ist eure Meinung? Schreibt es unten in die Kommentare.